Da ist es also nun endlich passiert, unsere erste Saisonniederlage bei Union Berlin. Knappes 1:0, wirft uns jetzt nicht aus der Bahn. Heute der nächste Versuch, den ersten Heimsieg einzufahren gegen Werder Bremen. Haben auch eine sehr, sehr interessante Truppe, spielen aber auch wieder Fünferkette. Da bin ich ja so ein bisschen immun gegen. Also hoffe ich zumindest, ich mag das einfach nicht. Also gegen eine Fünferkette zu spielen, selber mit Fünferkette, das ist für mich ein absolutes No-Go. Aber ist natürlich nicht verboten. Starten wir rein, offensiv. Und ich hoffe, dass uns ja dann heute auch endlich mal zu Hause der Sieg gelingt. Momentan haben wir ja nur auswärts gewonnen. In Bochum und beim 1. FC Köln. Und hier zu Hause haben wir halt bislang nur unentschieden gespielt. Gegen Wolfsburg 0:0, gegen Frankfurt 1:1, gegen Bremen jetzt wahrscheinlich ein 2:2, wenn man die Serie so fortführen möchte. Aber ich hoffe natürlich auf den Sieg. Und auch die Bremer, die sind so in eine Kategorie wie wir einzuordnen. Nein, wir sind Aufsteiger, also das wäre ein bisschen blöd zu sagen. Wir sind auch nicht schlecht, die sind sogar stärker von der Gesamtstärke her, aber es heißt natürlich nichts, ihr wisst das. Und gerade nicht in diesem Spiel hier heißt das mal überhaupt nichts. Aber natürlich würde ich hier gerne gewinnen, damit wir Bremen auch hinter uns lassen. Wir sind auf dem 11. Platz. Wir stehen oben in der Spitzengruppe mit dabei, da steht aber auch der 1. FC Köln. Da machen wir uns jetzt auch nichts vor. Da lassen wir uns nicht blenden von. Da werden die auch irgendwann rausfallen. Oh, abseits, okay. Ganz knappe Geschichte. Und nochmal für die neuen Zuschauer oder vielleicht für diejenigen, die es im letzten Part nicht mitbekommen haben, wenn ihr den Football Manager spielen wollt, ja, Football Manager 25 ist ja bald draußen und ihr braucht dabei Hilfe oder wollt das Spiel holen und wollt das auch mit einer guten Beratung machen, dann schaut mal in die Videobeschreibung, dort gelangt ihr auf den Discord von zwei Kollegen von mir, einmal vom Eddie Erdbeer und einmal vom Levin Gaming, Levin 2201. Die bieten nämlich auch Hilfen an für die Installation, für das Spiel. Und ich würde auch ein kleines bisschen Provision kriegen, wenn ihr über den Rabattcode oder wenn ihr den Rabattcode dann oder Creator-Code eingebt. Der steht auch unten in der Videobeschreibung. Also schaut vorbei, Football Manager-Fans sind auf jeden Fall da gut aufgehoben. Wanner zum ersten, Wanner zum zweiten! Und wir starten rein. In Minute 15 mit der 1:0-Führung durch Paul Wanner. Schönes Tor, hatte sich gar nicht so angedeutet. Der erste Schuss abgeblockt und dann beim zweiten Schuss, da blitzt halt seine Qualität auf. Das ist richtig, richtig stark, dass wir den bekommen haben. Da noch abgeblockt, dann natürlich ein bisschen Glück, dass er nochmal genau zu uns springt und was er dann draus macht. Das ist schon aus 16 Metern schön gemacht. Mit dem Außenriss, dreht sich also weg, aber der Ball ist auch nicht ganz unhaltbar. Da muss ich auch immer mal sportlich ein bisschen fair bleiben und ich weiß ja, wie das Spiel hier ist. Drittes Tor im 6. Spiel, gar nicht so verkehrt, die Statistik. Aber nochmal, ich weiß, wie das Spiel ist. Ich weiß, dass der Keeper da auch seine Hand ausgestreckt hätte im Normalfall und dann den Ball vielleicht noch gehabt hätte. Aber das Spiel wollte es so, dass wir jetzt hier erstmal 1:0 führen. Das, was uns gegen Union halt nicht gelungen ist, weil die Fünferkette ein bisschen anders gespielt haben. Und wir haben jetzt hier Platz zum Kontern, umschalten. Rayan Philipp, aber wieder abseits. Bisschen zu spät gespielt, aber genau das sind die Umschaltmomente, die ich immer gerne wieder haben möchte. Auch mit Preußen Münster. Ihr wisst ja, wie ich mittlerweile spiele. Wer mich schon einige Jahre hier verfolgt. Ich spiele nicht defensiv. Ich möchte gar nicht defensiv spielen. Ich möchte immer offensiv spielen. Egal mit welcher Truppe, egal ob das hier Münster ist, ob das die Bayern sind, ob das irgendein anderer hochklassiger Verein ist oder irgendein Verein, der in der 2. Liga spielt zum Beispiel oder auch in der 3. Liga. Ich spiele immer offensiv. Meine Devise, es geht immer nach vorne. Schnell, direkt und möglichst dann viele Tore. Die Quittung, die ich dafür bekomme, sind halt auch manchmal ein paar Gegentore, aber egal, ich schieße mehr Tore, als ich hinten reinkriege. Und von daher gewinne ich dann auch hoffentlich mehr Spiele. Ja, natürlich schön gerettet mit dem Fallrückzieher. Auch dafür kommen die Leute natürlich hier ins Stadion nach Münster, damit man solche Klärungsaktionen hier sehen kann. Schöner Seitenwechsel. Poso, der Spanier, warum auch nicht. Und es geht auch wirklich sehr gut nach vorne hier. Also wir spielen ja einen Doppelpass nach dem anderen. Wir können uns hier durchkombinieren. Das ist die wahre Pracht. Das verteidigt Bremen jetzt gerade nicht so gut, aber heißt nichts. Achtung, Sinamoy. Ja, ganz entspannt. Der Babyface oder das Babyface Sinamoy. Aber ich finde es super, dass wir auch mal jemanden aus der Jugend hier nach oben gezogen haben. Der wird hoffentlich besser als Behrens, ansonsten hat sich das gar nicht gelohnt. Ich gehe aber mal davon aus, dass der eine bessere Gesamtstärke bekommt als Behrens. Listisch, nächste Chance und Kolke.
der bei Hansa Rostock, glaube ich, zuletzt war. Ist jetzt hinten drin und nicht mehr Jiří Pavlenka. Ja, ein sehr ernster Blick, ernste Miene, aber so schlecht spielen wir gar nicht. Also wir spielen auf jeden Fall mal besser als gegen Union. Geht ein bisschen zielstrebiger nach vorne. Jongwa ist auch ein guter Neuzugang. Der gefällt mir auch richtig, richtig gut. Jetzt müssen wir aber aufpassen, dem Mann. Jetzt fliegt uns gleich der eigene Eckball wahrscheinlich um die Ohren. Nein, weil wir da sind. Partov ist da, Castañeda. Und natürlich auch Remberg. Die beiden Sechser, die machen das echt gut. Das ist eine sehr, sehr homogene Truppe. Es läuft bislang richtig gut. Mal gucken, wie lange. Ich hoffe noch eine sehr, sehr lange Zeit, dass wir auch möglichst lange oben stehen. Also warum nicht? Wenn es die Liga so zulässt. So, und wenn es nicht geht, natürlich auch hier immer wieder hinten rumspielen. Das ist schon sehr, sehr dominant, was wir hier machen. Und vor allem hier durch die Mitte haben wir ganz schön viel Platz. Paul Wanner zum Beispiel da oben. Ja, der hat sehr viel Platz gegen Malatini. Sehr gut gemacht. Hält sich 2 Leute da vom Leib. Und jetzt kann das mal versuchen zu zirkeln. Ja, war ein bisschen weit, aber der kann das. Die kommen gar nicht so verkehrt. Die kommen leider zu spät runter. Oder beziehungsweise er war zu weit weg vom Tor. Und dann ist auch gleich schon Halbzeit. Eine schnelllebige erste Halbzeit wieder. Es geht nicht viel bei Bremen, was gut ist für uns. Heißt also, dass wir hinten felsenfest stehen. Ja. Ich darf mir aber nicht zu siegessicher sein, weil ich habe dann auch wieder die ein oder anderen Fehler hier drinne, wodurch der Gegner dann nach vorne kommt. Aber bislang ist Bremen auch ein sehr dankbarer Gegner. Die spielen gut mit. Also in dem Sinne, dass sie halt nicht viel nach vorne machen. Und wir waren bislang einmal gefährlich vom Tor. Nochmal Kaba gegen Stay. Auf der Außen setzt danach. Schön gemacht. Gegen 2 Mann. Philipp ist in der Mitte. Oh, schlechter Ball eigentlich, aber Listic kommt ran. Der macht das bislang auch richtig, richtig gut. Eine super Saison. Und nochmal Philipp mit seinem schwächeren Rechten. Man hat gesehen, warum er den nur zum Stehen hat, damit er nicht umfällt. Aber auch er hat seine Qualitäten und er hat doch schon seine Tore gemacht. 1:0 zur Pause. Auch wieder ein sehr, sehr dominanter Auftritt. Würde mich nicht wundern. Ja gut, 18:0 Schüsse, fast 75% Ballbesitz. Das ist schon krass. Ich schiebe das jetzt einfach mal alles auf die Karte, dass wir die Euphorie mitnehmen aus der 2. Liga. Mal gucken, ich bin wirklich gespannt, wenn wir dann mal gegen die stärkeren Vereine spielen. Also Bremen ist auch stark, ne? Nicht jetzt, um uns hier falsch zu verstehen. Aber ich meine halt Bayern, Dortmund, Leverkusen, Leipzig. Wenn wir gegen die auch so mithalten können, dann dann kann das auf jeden Fall eine richtig, richtig gute Saison werden. Aber Achtung, Bremen kommt. Erste Chance. Keke top. Ne, das meine ich. Die sind 45 Minuten lang nicht zu sehen. Dann kommen sie einmal vors Tor. Und da muss ich halt höllisch aufpassen. Deswegen gehe ich auch immer aufs Zweite. Und selbst ein 2:0 ist noch kein sicheres Ergebnis. Aber das machen wir gut. Zack, Philipp lässt sich mal fallen. Dadurch ist der Raum da für Kaba. Jetzt fehlt einer in der Mitte. Kaba auf die Außen. Ja, schade. Ich dachte, ich hole da noch irgendwie einen Eckball raus, aber hat leider nicht geklappt. Egal, wir haben den schon wieder. Jongwa. Auch wenn der nicht jeden Ball gewinnt, der ist auch wichtig. Hat auch eine gute Gesamtstärke von den Seattle Sounders. Haben wir den geholt. Hat auch einen weiten Weg hinter sich. Und Bremen kommt über den Jinma. Oh ja, der ist schnell, aber nicht gegen Partov. Das war wieder so ganz typisch. Hat sich wieder den Ball 10 Meter weit vorgelegt, durch 3 Spieler hindurch. Das geht normalerweise gar nicht. Sehr schön gemacht. Nächste Chance über den Flügel. Wanne auf Poso, den kriegt er. Jetzt ist nur Philipp in der Mitte. Was heißt nur Philipp? Da ist er. Philipp nimmt den einmal an. Dann schießt doch direkt. Ich dachte eigentlich, dass der einen Fallrückzieher macht. Das wäre eine gute Situation gewesen. Aber da braucht er halt leider zu lange. Und die Bremer sind halt noch nicht raus. Sie sind aber wach. Wir passen auf. Wir stellen die Passwege zu. Da kommt kein Ball durch. Das ist sehr, sehr stark. Und dann geht es wieder über die rechte Seite, über den starken Paul Wanner heute. Da steckt halt so viel Potenzial drin, das ist Wahnsinn. Wanner, Poso. Und jetzt fehlt ein Kopfballstarker in der Mitte. Philipp, wo steht Philipp? Der ist Mittelstürmer. Aber Jongwa ist da, aber im Abseits. Der muss vorne drin bleiben. Ich muss das jetzt nochmal einstellen kurz. Gehen wir hier aufs Teammanagement. Wir bringen jetzt mal einen anderen Stürmer. Wir bringen Fridjonsson. Wir tauschen hier wieder. Jongwa macht den Linksverteidiger. Dafür ist Krodowski auf der linken Seite. Ich muss das jetzt mal einstellen, dass Fridjonsson wirklich vorne bleibt. Nee, Profirollen. Stoßsturm, Angriff. Komplett. Nee, Stoßsturm, Angriff. Anspielstation, falsche 9. Knipser-Profi, dass er wirklich vorne bleibt. Der soll sich nicht mit nach hinten
irgendwie einschalten oder sich an 16er fallen lassen. Der muss vorne drin bleiben. Sieht Dimitar Berbatov hoffentlich genauso. Der mal wieder hier unser 4. Offizieller ist. Er mag dieses Stadion. Oder es gibt halt nur diese 3 Schiris. Keine Ahnung. So, da ist schon mal Fridjonsson. Auch in Aktion. Castaneda. Also Bremen ist heute nicht gut. Das ist auch gut für uns. Da haben wir Wanner. Oh, spitzer Winkel, aber der versucht es trotzdem. Der trifft aus allen Lagen. Dem traue ich sogar ein Tor aus spitzen Winkel zu. Ich versuche es mal mit Poso. Ich brauche nämlich einen Rechtsfuß, dass der zum Tor hingeht. Das funktioniert nämlich meistens ein bisschen besser. Poso, gute Ecke, Fridjonsson. Brodowski könnte abseits sein, ist es aber nicht. Poso, oh, der liegt in der Luft, da liegt Schnee drauf. So lange ist der in der Luft. Collins, Castaneda, Paul Wanner. Ah, da waren zu viele Bremer. Dann machen wir es halt so. Über die Außen wieder Wanner gegen Tuta. Der wird nicht angegriffen. Zu viel Platz. Und die nächste Chance. Und Brodowski und jetzt ist es abseits. Also wir verdienen uns hier dieses 1:0 mehr und mehr. Es ist aber nur ein 1:0. Das ist das Gefährliche. So Spiele müssen wir dann halt auch mal 2 oder 3:0 gewinnen. Ja, oder halt 1:0. Also ist mir egal, wie wir gewinnen. Hauptsache wir gewinnen. Ja, Hamburg, Wolfsburg auch 1:1. Die schlagen sich auch gar nicht so schlecht. Die Hamburger stehen weiter unten. Gut, aber die Saison ist auch erst 6 Spieltage alt. Das hat noch nichts zu heißen. Aber wir gewinnen hier wirklich viele, viele Zweikämpfe. Auch heute wieder gegen Bremen. Da sieht wirklich sehr, sehr gut aus. So, Paul Wanner, Fridjonsson vorne. Und Wanner wieder hinterläuft. Ja, oder wenn ich im Abseits gewesen, habe ich zu spät gesehen. Da war die Chance, da durchzustecken, aber ich habe gedacht, er ist im Abseits. Dann machen wir es halt so über Kudowski. Jetzt muss ich mal einer fallen lassen. Da hinten ist Fridjonsson. Da springt die ganze Münsteraner Bank wieder auf. Den hätte jeder auf der Bank natürlich reingemacht, auf jeden Fall. Wer es glaubt. Also noch 13 Minuten. 13 Minuten hier, um das Ding auf 2:0 zu stellen. Oder halt für Bremen noch Zeit, um mir den Ausgleich zu schießen. Da ist ein Jinma, Partov ist da. Da wäre wieder der Durchbruch. Der hätte sich wieder den Ball 10 Meter vorgelegt. Der war nämlich schon durch, aber die Grätsche im richtigen Moment. So, Jongwa, diesmal über die andere Seite. Kudowski. Kudowski ist auch schnell. Jawohl, Fridjonsson, komm, biete dich an. Und wer kommt da hinten? Da kommt Listec. Das ist bestimmt schon der 13. Torschuss. So gefühlt. Das sieht wirklich, wirklich sehr gut aus. Also das, was wir in der 2. Liga gerade in der Rückrunde gespielt haben, das führen wir hier fort. Aber Achtung, Bremen kommt über Duksch und wieder Partov, der sich in jeden Schuss reinhaut, der viele, viele Zweikämpfe gewinnt. Und der offensichtlich auch das Niveau für die Bundesliga hat. Genauso wie Fridjonsson, der hält den Ball, wartet außen auf Wanner. Das ist jetzt die Chance, das Ding hier zu entscheiden. Wanner! Und Kolke, immer wieder Kolke. Ist der beste Bremer. Und daran merkt ihr ja, wenn ich sage, der Keeper des Gegners ist der beste Mann, ist nicht so gut für die restlichen 10 Spieler. Nochmal die Chance, nochmal Paul Wanner, da stehen jetzt 3, 4 Mann. Kopfballstarke Männer, Castagnier mit dem Rücken. Also ich glaube, wir könnten hier noch 10 Stunden weiterspielen, wir würden kein zweites Tor schießen. Aber immerhin haben wir 1 gemacht. Ich hoffe, dass wir das jetzt auch noch hier halten. Bis zum Schluss. Ich glaube auch wieder nur 1 Minute. So viel ist ja nicht geschehen. Und dann feiern wir auch endlich den ersten Heimsieg, nachdem wir bislang nur auswärts gewonnen haben. Aber noch ist es nicht vorbei. Aber jetzt die 1 Minute, die ist rum. Warum es auch immer nur eine Minute Nachspielzeit gibt, weiß ich nicht. Ist aber auch egal. Denn wir haben weitere 3 Punkte auf dem Konto. Wir reparieren den Unfall bei Union Berlin. Gewinnen hier mit 1:0. Bleiben weiter oben dran. Werder Bremen muss sich erstmal unten ein bisschen zurechtfinden. In der unteren Tabellenhälfte. Sehr, sehr starkes Spiel von uns. Ein sehr, sehr dominantes Spiel. Leipzig und Bayern spielen unentschieden. Das ist natürlich auch immer für uns ganz geil, wenn die sich schon frühzeitig die Punkte hier gegenseitig nehmen. Und wir sind Zweiter. Wir sind tatsächlich jetzt schon Zweiter. Mal gucken, ob das jetzt... Nein, funktioniert immer noch nicht. Schade. Irgendwann wird es ja mal klappen. Vielleicht hängen diese beiden Bugs zusammen. Vielleicht muss ich mir erstmal einen Spieler davon angucken. Das habe ich mir nämlich auch gedacht. Um dann zu dem anderen Bericht zu kommen. Das ist natürlich auch jetzt die Frage, ob ich das einfach mal mache. Guck, die sind nämlich gar nicht mehr verfügbar. Nee, das mache ich später. Ich schaue mir jetzt einfach mal einen Spieler an. Wir machen einfach mal Wagner. Ich will das jetzt mal probieren, ob das funktioniert.
Dann nehme ich auch gerne ein bisschen mehr Zeit in Kauf. So, Profisuche. Dann machen wir einfach mal, wie ist der Kollege? Wagner, Linksverteidiger. So, da ist ja jetzt der Bericht verfügbar. Wenn ich jetzt reingehe, so, auf Wunschliste setzen, den hätte ich mir eigentlich auch gerne geholt. Aber der hat halt einen Wert von 7 Millionen. Da wäre die Hälfte oder sagen wir mal gut ein Viertel schon weg gewesen von meinem Anfangstransferbudget. So, jetzt bin ich hier reingegangen. Jetzt habe ich ja den Bericht angeguckt. Jetzt bin ich gespannt, ob die Nachricht immer noch da ist oder ob jetzt nur noch 6 vorhanden sind. Ne, es bleibt nach wie vor bei 7. Also das Spiel macht nicht die Anstalten, auch irgendwas zu verändern. Neue E-Mail vom Trainerteam. Listesch geht zur Nationalmannschaft. Guck mal, wir haben sogar schon einen Nationalspieler. Ach, wir haben Länderspielpause. Okay, dann spulen wir einfach mal vor. Hoffen wir mal, dass sie alle verletzungsfrei bleiben. Sanchez, Usun, Buta, Koch. Oha, da muss die Eintracht ja einen grandiosen Sieg geholt haben, wenn da die halbe Mannschaft in der 11 des Tages steht. So, Gladbach. Nächster Gegner. Neue Nachricht von Kulis. Ja gut, der möchte natürlich auch jetzt, der hat das natürlich längst bemerkt, dass er nicht mehr so oft spielt, aber auch ihn werden wir brauchen. Der wird auch mal wieder spielen. Davon mal abgesehen. So, Gladbach kommt auch mit dem 4-2-3-1, hat die letzten 5 Spiele, ja, 2 Siege, 1 Unentschieden, 2 Niederlagen. Stöger, Kleindienst für mich, wie gesagt, die besten Spieler bei Gladbach. Gute Neuzugänge, Rocco Reitz, auch der kommende Nationalspieler, gehe ich von aus. Dann Weigl, Player. Ja, ich bin gespannt. Gegen Gladbach haben wir die letzten Spiele nicht so gut ausgesehen, bin ich der Meinung, als sie mit der Eintracht gespielt haben. Da war auch, glaube ich, auch öfter mal verloren. Und es ist ein Verfolgerduell, wobei Dortmund, die Brasilianer momentan jeden. 6 Spiele, 6 Siege, dahinter dann immer noch die Kölner und dann wir. Also 2 Aufsteiger unter den ersten 3. Dann haben wir aber Gladbach, Leverkusen, Bayern. Das ist alles ganz eng zusammen. Leipzig auf der 9, die haben auch schon 5-mal unentschieden gespielt, auch noch nicht verloren. Augsburg hat noch nicht gewonnen und Hoffenheim auch nicht. Die spielen auch 5-mal unentschieden. Na gut, also, das war's für diesen Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nächstes Spiel in Gladbach. Spitzenspiel, 4. gegen 3. Preußen Münster ist mit dabei. Und ich hoffe, ihr auch wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.